Meine Lieben, heute ist ein super emotionaler Tag für mich. Nach 3 Jahren auf YouTube habe ich gemeinsam mit euch einen riesigen Meilenstein erreicht. Ich habe den YouTube Play-Button für 100.000 Abonnenten erhalten. Und ich kann es gar nicht richtig glauben, wirklich. Ich bin euch so dankbar für all die lieben Kommentare und die vielen schönen Nachrichten, die ihr mir schreibt und die ihr unter jedem meiner Videos hinterlasst. Es ist immer so schön, sie zu lesen und ja, sie motivieren mich einfach immer weiter, noch mehr Content und noch besseren Content für euch zu erstellen. Hättet ihr mich vor 3 Jahren gefragt, ob ich mir jemals vorstellen könnte, so eine große Lerngruppe zu haben, dass YouTube mich sogar dafür auszeichnet, hätte ich das niemals für möglich gehalten. Nicht nur, weil die Zahl so unerreichbar schien, sondern auch, weil ich eigentlich ein sehr kamerascheuer Mensch bin. Bevor ich meine Kanäle erstellte, war ich nämlich auch, wenn ihr es vielleicht nicht glauben wollt, alles andere als gerne vor der Kamera. Also es hat mich wirklich jede Menge Überwindung gekostet. Aber was mich irgendwie immer beruhigt hat, war der Gedanke, dass ich damit vielleicht Menschen helfen kann, die vielleicht gerade Deutsch lernen oder die es zwar schon länger tun, aber die noch immer große Schwierigkeiten haben mit dieser Sprache. Es half mir, dass der Fokus dann nicht auf mich, also auf meiner Person lag, sondern eben auf der Sache. Und als ich nach meinen ersten Videos so viel positives und liebes Feedback von euch erhielt, war das tollste Gefühl überhaupt. Ja, denn ich hatte das Gefühl, dass ich etwas Wichtiges tue. Ich hatte das Gefühl, ich habe eine, ja, wie soll ich sagen, bedeutende Aufgabe und eine Mission. Und dieses Gefühl ist bis heute geblieben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele tolle Erfolgsgeschichten ich von euch allen lese. Wie ihr eine Prüfung bestanden habt, euren ersten Job bekommen habt hier in Deutschland und euer Studium erfolgreich beendet habt. Und noch so viele andere schöne Nachrichten. Und da wir nun von Erfolg und Meilensteinen sprechen, möchte ich euch 5 wichtige Lektionen, die ich persönlich gelernt habe auf diesem Weg, mitgeben. Vielleicht helfen sie euch auch, ganz egal ob beim Deutschlernen oder anderen Projekten, die ihr gerade plant. Also meine erste Lektion bzw. mein erstes Learning ist, vergleiche dich nicht mit anderen. Das Gras auf der anderen Seite sieht immer grüner aus. Bedeutet, dass wenn man sich mit anderen vergleicht, man irgendwie immer das Gefühl hat, dass sie besser, cleverer sind, dass sie die besseren Voraussetzungen haben oder vielleicht sogar auch einfach mehr Glück. Aber das können wir erstens nicht wissen, denn wir kennen immer nur einen Ausschnitt, also einen kleinen Teil aus ihrem Leben und auch nur den sie wirklich bereit sind, anderen Personen zu zeigen. Und zweitens wissen wir nicht, durch welche Täler sie gegangen sind und wie hart sie für eine Sache gekämpft haben. Und andere wiederum können nicht wissen, wie es bei dir wirklich aussieht, wie viel Arbeit und Mühe du in eine Sache investiert hast. Das sind alles Geschichten und vielleicht sogar Entschuldigungen, die wir in unserem Kopf aufbauschen, um uns zu versichern, dass der Grund für unsere Unzufriedenheit nicht bei uns selbst liegt, sondern bei anderen Menschen, weil sie es einfacher haben als wir. Und das ist nicht nur in vielen Fällen falsch, sondern auch eine Denkweise, die einen unnötig klein macht. Auch wenn es nicht einfach ist, lohnt es sich, seinen Blickwinkel hier zu ändern. Jeder ist anders, jeder hat andere Wege, jeder hat seine eigenen Probleme. Aber ich habe meine Denkweise so verändert, dass ich sage, ich freue mich für jeden, der es geschafft hat und nehme mir diese Person als Vorbild, die mir zeigt, was man eigentlich alles erreichen kann. Und so mobilisiere ich meine eigene Motivation und meine eigenen Ressourcen, um meine persönlichen Ziele zu erreichen. Jeder hat eben sein eigenes Tempo. Verschwende also deine Energie nicht, indem du auf andere schaust, sondern benutze diese lieber für deine eigenen Ziele. Die zweite Lektion, die ich gelernt habe: Erfolge feiern. Diese Sache fällt mir zugegebenermaßen immer noch etwas schwer, weil ich dazu tendiere, mich gleich wieder in die Arbeit zu stürzen. Aber es ist wichtig, dass du dich belohnst, wenn du einen Meilenstein erreicht hast. Du hast dein erstes Telefongespräch auf Deutsch geführt und es lief super. Feier es. Du hast eine Prüfung bestanden. Feier es.
Du hast in einem Vorstellungsgespräch einen guten Eindruck gemacht und konntest dich wirklich gut ausdrücken. Feier es. Freue dich einfach über jeden kleinen Meilenstein, den du erreicht hast. Das wird dich immer wieder neu motivieren. Lektion Nummer 3. Leicht unrealistische Ziele setzen. Also, ich sage jetzt nicht, dass du dir das Ziel setzen sollst, in einer Woche auf dem C1-Niveau zu sein. Aber es ist wichtig, dass du dir immer höhere Ziele setzt, als du sie eigentlich denkst, erreichen zu können. Warum? Weil du dann auch mehr tust und die Wahrscheinlichkeit, dass du ein realistisches Ziel erreichst und vielleicht sogar noch etwas darüber hinaus, dann viel größer ist. Ein Beispiel. Du bist gerade auf dem B1-Niveau und sagst, ich möchte in diesem Jahr noch meine B2-Prüfung bestehen und einen Job haben, der mir Spaß macht. Das Jahr ist nicht mehr lang und das sind 2 große Ziele. Also ein bisschen unrealistisch. Aber du wirst viel härter daran arbeiten, sie zu erreichen und höchstwahrscheinlich auch erfolgreicher sein, als wenn du sagst, ich möchte irgendwann im nächsten Jahr auf dem B2-Niveau sein und eine Arbeit finden. Was du nämlich mit deinen leicht unrealistischen Zielen erreichst, ist, dass du einen Wettbewerb mit dir selbst eingehst und dich selbst antreibst. Und das ist ein guter Erfolgsgarant. Meine 4. Lektion, die ich gelernt habe. Halte deine Versprechen an dich selbst. Wenn du dir selbst ein Versprechen gegeben hast, zum Beispiel, ich lerne ab heute jeden Tag 20 Minuten oder ich setze mich jeden Tag 10 Minuten hin und suche auf den Jobportalen nach einem passenden Job oder ich gehe 3-mal die Woche ins Fitnessstudio, dann halte diese Versprechen an dich selbst ein. Es geht hier nicht nur um Disziplin, sondern um ein Selbstbild, das du von dir erschaffst. Wenn du zu deinem Wort stehst und deine eigenen Versprechen dir gegenüber hältst, dann macht das was mit dir und auch mit deiner Psyche. Es zeigt dir, dass du dir selbst vertrauen kannst und wenn du deine Versprechen einhältst, hast du auch jedes Mal ein kleines Erfolgserlebnis. Also, ich habe mir A vorgenommen und ich habe A durchgezogen. Du entwickelst dadurch also ein selbstbewussteres Selbstbild, was nicht nur für dich gut ist, sondern auch nach außen getragen wird. Wenn du dich nämlich an deine Versprechen hältst, signalisierst du nicht nur dir selber unterbewusst, dass du Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten haben kannst, sondern du signalisierst damit auch deiner Umwelt, also nach außen, genau diese Botschaft. Und das wiederum zieht viele positive Ereignisse und auch Menschen an, die wiederum die gleichen Standards haben. Wenn du dir also ein Versprechen gesetzt hast oder gemacht hast, diskutiere nicht mit dir selbst. Sag nicht, ach, aber heute bin ich so müde oder ich weiß nicht, morgen kann ich das ja auch noch machen. Nein. Tu es direkt noch bevor du Zeit hast, irgendwelche Entschuldigungen zu finden. Also noch bevor sich dein Gehirn wirklich einschalten kann. Vertrau mir, das ist in so vielen Aspekten des Lebens ein Gamechanger. Kommen wir nun zu meiner 5. und letzten Lektion, die ich gelernt habe. Fokussiere dich nicht nur auf die Fehler. Wir tendieren oft dazu, sehr selbstkritisch zu sein, was manchmal auch nicht schlecht ist, denn Luft nach oben ist bekanntlich immer. Aber wenn wir uns auf die Dinge konzentrieren, die schlecht sind oder nicht so gut gelaufen sind, sehen wir die positiven Aspekte gar nicht mehr. Und das führt dann dazu, dass sich Frust aufbaut, was wiederum dazu führt, dass uns die Motivation verlässt und sogar dazu bringt, mit einer Sache komplett aufzuhören. Und dann verbessern wir uns natürlich auch nicht mehr weiter. Das ist dann das, was man eine selbsterfüllende Prophezeiung nennt. Also sei realistisch bei deinen Fähigkeiten, damit du dich weiterhin verbessern kannst. Aber schenke deinen positiven Seiten und Errungenschaften genauso viel Aufmerksamkeit, damit du den Spaß an einer Sache nicht verlierst. Du kannst nämlich definitiv mehr, als du denkst. So, meine Lieben, das waren meine 5 Erkenntnisse oder Lektionen, die sehr viel in meinem Leben verändert und einen sehr positiven Einfluss darauf genommen haben. Ich hoffe sehr, dass sie euch genauso helfen und freue mich, von euren Erfolgsgeschichten zu hören. Am besten schreibt ihr sie mir direkt unten in die Kommentare, damit wir diese zusammen feiern können.
Ich danke euch von Herzen, dass ihr da seid. Bis zum nächsten Mal.